Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Länderspielpause ist vorbei. Unsere Spieler haben jetzt bis März Ruhe und können sich komplett auf Real Madrid fokussieren. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, sportlich war es eine sehr erfolgreiche Länderspielpause, denn bis auf einen Spieler haben sich alle Real Madrid-Spieler für die WM qualifiziert. Auf direktem Weg. Und der eine Spieler, der es nicht direkt geschafft hat, Arda Güler, hatte sehr viel Lospech. Er war in der gleichen Gruppe wie Spanien. Und auch der eine Spieler hat noch die Chance und wird sich meiner Meinung nach noch für die WM qualifizieren. Heute in dem Video erkläre ich euch genau den Weg, den Arda Güler noch gehen muss, damit sich Arda Güler für die WM qualifiziert. Aber das war nicht die einzige schlechte Nachricht, denn eine Hiobsbotschaft aus Frankreich, dort hat nämlich Brasilien gespielt, ich habe mich gestern vertan. Ja, Eder Militão musste gestern verletzungsbedingt in der 60. Minute ausgewechselt werden. In einem Freundschaftsspiel gegen Tunesien, nachdem er gegen Senegal schon 90 Minuten auf dem Platz steht. Was machst du, Carlo Ancelotti? Ja, der nächste Verteidiger. Wir haben in diese Nationalmannschaftspause 2 Verteidiger geschickt und beide sind verletzt zurück. Also, ich bin ganz ehrlich, Ibrahima Konate, Upamecano, Gueye, Joan Martinez, wer auch immer, lauft so lange ihr noch könnt. Sollte ich Verteidiger sein und Real Madrid ruft mich an, würde ich sagen, Leute, ihr seid der größte Fußballverein der Welt. Ihr seid der Endgegner. Ihr seid der Thanos im Fußball. Aber ich wechsle nicht zu euch, denn ich möchte keine Fußballkarriere, wo ich mich alle 2 Wochen verletze. Also, letzte Woche hat sich Nigeria oder Anfang dieser Woche noch beschwert, dass der Kongo beim Elfmeterschießen Voodoo gemacht hätte und Nigeria deshalb nicht bei der WM ist. Inzwischen glaube ich, dass irgendjemand Voodoo, Auge, nennt es wie ihr wollt, macht auf die Verteidiger von Real Madrid. Ja, wie es Militão geht, was er genau hat, das erkläre ich euch natürlich auch in diesem Video. Ja, dann schauen wir uns allgemein die Länderspiele von gestern an, war wieder sehr interessant. Und zu guter Letzt hat sich auch Franco Mastantuono zu Wort gemeldet. Er hat gestern ein Interview gegeben und da hat er sehr viele Fragen beantwortet, unter anderem auch, ob er besser ist als Lamine Yamal. Also, wie ihr hört, ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, Xabi Alonso kann mehr oder weniger aufatmen. Unsere Spieler sind alle entweder bereits in Madrid oder auf dem Weg in die Hauptstadt von Spanien, um sich für das Spiel am Sonntag gegen Elche vorzubereiten. Eine Sache wollte ich noch mal klarstellen, ich habe es eben im Vorwort kurz erwähnt. Ich habe gestern gesagt, dass Brasilien in Brasilien spielt gegen Tunesien und das war falsch. Da habt ihr mich korrigiert, danke dafür. Die brasilianische Nationalmannschaft hat die Spiele in Lille ausgetragen, also in Frankreich. Was bedeutet, unsere Brasilianer sind jetzt inzwischen schon wieder in Madrid. Wie gesagt, gleich kommen wir genauer dazu. Ja, aber bevor wir uns über die Senioren-Nationalspiele oder Länderspiele unterhalten, fangen wir erst einmal mit der U21 an. Ihr wisst, wir haben da vorne einen Gonzalo Garcia und er hat gestern das 1:0 gemacht für Spanien gegen die U21 von Rumänien. Ich weiß nicht, ob ich es urheberrechtstechnisch zeigen darf oder ob ich euch nur ein Standbild zeigen kann. Ihr werdet es ja jetzt sehen. Aber dieses Tor von Gonzalo Garcia ist das typischste aller Mittelstürmertore. Das ist genau das, was dir jeder Stürmertrainer beibringen möchte. Der Laufweg an den ersten Pfosten, zwischen Torwart und Abwehrreihe. Eine Flanke und du bist da. Die Vollendung absolut super von Gonzalo Garcia. Das sind diese Stürmerbewegungen, die wir bei Madrid in den letzten Spielen vermisst haben. Und viele schreien wieder auf und sagen, ein Gonzalo Garcia verdient viel mehr Minuten bei Real Madrid. Das sind die Bewegungen, die er auch bei der Club-WM gezeigt hat, die die ganze Fußballwelt begeistert haben.
Tolles Spiel von Gonzalo Garcia, wunderschönes, klassisches Mittelstürmertor. Ja, ich glaube, ein Joselu hätte das unterschrieben und ich hoffe, wir sind uns alle darüber einig, dass Real Madrid so einen klassischen Neuner auch mal braucht. Ein Kylian Mbappé muss wirklich nicht jedes Spiel immer durchspielen. Ja, und im Endeffekt gewinnt die spanische U21-Nationalmannschaft mit 2:0. Und für uns Madridistas ist auch interessant, nicht nur Gonzalo Garcia hat gespielt, sondern auch ein Chema, der ausgeliehen ist an den VfB Stuttgart, hat ein tolles Spiel gemacht. Und hinten in der Innenverteidigung Jacobo Ramon, der bei Como ausgeliehen ist und dort auch eine super Saison spielt. Also 3 Madridistas gestern in der Startelf bei dem Sieg der spanischen U21-Nationalmannschaft. Ja, kommen wir jetzt zu den Senioren und ich würde sagen, fangen wir da erstmal mit den Freundschaftsspielen an. Herzlichen Glückwunsch Brahim, der hat gestern mit Marokko gegen Uganda mit 4:0 gewonnen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich kann euch so viel berichten. Brahim hat 75 Minuten gespielt, hat eine 7,8 bei Sofascore. Eine 7,8 kriegst du nicht geschenkt. Das heißt, er scheint ein sehr gutes Spiel gemacht zu haben. Aber Hauptsache nicht verletzt. Er ist wieder in Madrid. Marokko gewinnt 4:0. Die haben auch einen unglaublichen Lauf. Mit denen ist auch bei der WM zu rechnen. Ja, das andere Freundschaftsspiel hat nicht so gute Nachrichten für uns gebracht. Ja, zunächst einmal zeige ich euch die Ausstellung. Ein Carlo Ancelotti hat schon wieder alle 3 Madridistas spielen lassen. Ein Rodrigo wieder so halb links offensiv hinter Vini. Ihr seht auch wieder eine gute Benotung. Also Rodrigo hat seine Position in der brasilianischen Nationalmannschaft gefunden. Wobei alle zurzeit dort im Schatten von Estevao stehen. Der Junge hat einen unglaublichen Lauf. Mal schauen, ob er diesen Lauf bis zur WM halten kann. Vini hat 90 Minuten durchgespielt, nicht so viel gelungen. Rodrigo hat 79 Minuten gespielt. Ja, und jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht, die mir Bauchschmerzen bereitet. Die schlechte Nachricht für den gesamten Madridismo. Eder Militão, nach 2 Kreuzbandrissen in 2 Jahren, verletzt er sich bei einem Freundschaftsspiel gegen Tunesien. Also, da habe ich keinerlei Verständnis für einen Carlo Ancelotti, warum ein Militão 90 Minuten gegen Senegal spielen musste und gegen Tunesien auch schon wieder 60 Minuten auf dem Platz stand und alles gespielt hätte, wenn er doch schon aus 2 so schweren Verletzungen kommt, zu denen auch Carlo Ancelotti beigetragen hat, weil er ihn viel zu früh wieder viel zu sehr belastet hat. Naja, kommen wir erst einmal zu den guten Nachrichten. Es ist nicht wieder das Knie. Das ist erstmal die wichtigste Nachricht. Es sind nicht die Knie. Die Verletzungen sind ja die zurzeit am schlimmsten wären bei einem Eder Militão. Was genau los ist, hat El Chiringuito gestern berichtet. Hören wir uns das zusammen einmal an. Der brasilianische Fußballverband hat sich bereits mit Real Madrid in Verbindung gesetzt. Der brasilianische Verband hat Madrid mitgeteilt, dass Militão Beschwerden hat, ein Stechen im Adduktor, im rechten Adduktor. Er wird jetzt in Madrid ankommen. Morgen wird er untersucht, Militão, aber es sieht nicht wirklich gut aus. Es sieht gar nicht gut aus, denn es war in diesem Moment, Minute 57, ein Stechen im rechten Adduktor. Ja, es sind die Adduktoren und es sieht nicht gut aus. Die Tests werden heute im Laufe des Tages in Madrid noch gemacht. Was man hört, die ersten Vermutungen sind so 3 bis 4 Wochen. Naja, auf der einen Seite tun 3 bis 4 Wochen verdammt weh. Eder Militão ist wahrscheinlich zurzeit der beste Spieler bei Madrid. Also das ist ja unglaublich, wie der performt hat. Der hat ja richtig gepiekt in dieser Saison. Er war der Chef hinten in der Abwehr. Ich bin gespannt, wie Madrid ihn ersetzen wird. Sehr wahrscheinlich mit einem Raúl Asensio. Mal schauen, wie weit ein Dienhausen ist. Aber im Großen und Ganzen, im ersten Moment habe ich gedacht, bitte nicht wieder das Knie, weil dann kann es das mit der Karriere von Militão gewesen sein. Gute Nachrichten, es ist nicht das Knie. Schlechte Nachrichten, die Adduktoren und es sieht nicht gut aus. 3 bis 4 Wochen. Ja, kommen wir dann von den Freundschaftsspielen zu den richtigen WM-Qualifikationsspielen und lasst mich so beginnen. Herzlichen Glückwunsch, Thibaut Courtois. Herzlichen Glückwunsch, David Alaba. Herzlichen Glückwunsch, Dean Housen. Thibaut Courtois hat sich für die WM qualifiziert. Belgien standesgemäß 7:0 gegen Liechtenstein, haben nichts anbrennen lassen und die Roten Teufel sind bei der WM. David Alaba musste etwas mehr schwitzen,
naja, nicht auf dem Platz, sondern auf der Bank, denn David Alaba hat 0 Minuten gespielt. Courtois war ja auch nicht dabei. Gestern hat übrigens überhaupt kein Madridista 1 Minute gespielt bei der WM-Quali. Ist eine lustige Anekdote. Ja, wie dem auch sei, Österreich erlöst sich mit einem späten Treffer gegen Bosnien-Herzegowina, rettet das 1:1 und qualifiziert sich für die WM. Bosnien-Herzegowina muss in die K.O.-Spiele. Ja, und Dienhausen, auch keine Minute gespielt, ist auch in Madrid. Spanien trennt sich von der Türkei in einem sehr interessanten, sehr schönen Fußballspiel mit 2:2. Und man muss sagen, die Türkei, das war bestenfalls die B-Mannschaft, vielleicht sogar Richtung C-Mannschaft von der Türkei. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich wollte natürlich einen Kenan Yildiz sehen, ich wollte einen Arda Güler sehen, ich wollte einen Hakan Çalhanoğlu sehen, aber ein Montella, ja, der darf sich halt nicht diesen Luxus erlauben, naiv in diese Spiele reinzugehen. Er wusste, die Türkei wird nicht 7:0 in Spanien gewinnen. Und er wusste, ein Arda Güler und ein Kenan Yildiz waren schon mit einer gelben Karte vorbelastet. Wenn die sich gestern irgendwie eine dumme gelbe Karte abgeholt hätten, wären die in den wichtigen K.O.-Spielen gesperrt. Und das darf auf keinen Fall passieren. Hakan Çalhanoğlu war dazu, glaube ich, noch leicht angeschlagen. Ja, was bedeutet hatte, die Türkei hat mit ihrer B-Mannschaft gespielt, tendieren ein bisschen zur C-Mannschaft und es war ein tolles, abwechslungsreiches Spiel. Fallrückzieher hier, Fallrückzieher da, Tore hier. Die Türkei nach Ecken ist einfach ein Cheatcode. Jede Ecke von der Türkei ist gefühlt ein Tor. Ja, also ein tolles, interessantes Spiel. Die Türken haben sich ein bisschen gerecht für das Hinspiel, wo Spanien über sie drüber gerollt ist. Gestern Spanien meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit die dominantere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit, vor allem die ersten 20 Minuten, waren die Türken die bessere Mannschaft, sind auch verdient in Führung gegangen. Ja, im Endeffekt würde ich sagen, das 2:2 war leistungsgerecht und ich glaube, die Türken dürfen mal nicht mehr so sauer auf ihre Nationalmannschaft sein. In Spanien 2:2 spielen ist heutzutage, das schaffen nicht viele Nationalmannschaften. Ja, aber ich habe euch versprochen, ein Arda Güler, für ihn ist der Traum der WM nicht vorbei. Und ich möchte euch erklären, weil es ein bisschen komplizierter ist, wie sich Arda Güler und vielleicht auch André Lunin, wenn der endlich mal wieder nominiert wird, sonst würde ich ihn viel öfter jetzt erwähnen, für die WM qualifizieren können. Was ihr da seht, sind die Lostöpfe für diese Quali-Spiele. Ihr seht, in Top 1 sind die Türkei, Italien, Dänemark und die Ukraine. Die spielen in der ersten K.O.-Runde ein Heimspiel. Das haben die sich verdient, dadurch, dass die in der FIFA-Weltrangliste oben sind. Die spielen ein Heimspiel gegen eine der 4 Mannschaften aus Top 4. Dort sind Rumänien, Schweden, Mazedonien und Nordirland. Also diese 4 Mannschaften aus Top 1 haben ein Heimspiel. Es ist nur ein Spiel, sollte man nicht in den 90 Minuten gewinnen, geht's in die Verlängerung, sollte man da nicht gewinnen, geht's ins Elfmeterschießen. Also, wir haben da schon die ein oder andere Überraschung erlebt. Bei der letzten Quali war es, glaube ich, Italien gegen Mazedonien, wenn ich mich nicht täusche, wo die Mazedonien auf einmal in Italien gewonnen hat. Naja, wie dem auch sei, mögen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Sollte dann Arda Güler und die Türkei weiterkommen, meiner Meinung nach, ich glaube, das beste Los, was sie erwischen können, wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich Nordirland. Ich glaube, die sehe ich am schwächsten aus diesen Gegnern. Sollte die Türkei sich dann qualifizieren, ihr seht es, spielen sie im Finale gegen den Sieger aus dem Spiel Top 2 gegen Top 3. In Top 2 Polen, Wales, Tschechien und Slowenien. In Top 3 Irland, Albanien, Bosnien und der Kosovo. Also, und auch da Pot 2 hat Heimspiele. Und dann im Finale ist es Losglück. Das heißt, wenn du ganz viel Pech hast, musst du als Türkei auswärts in Slowenien spielen. Die deutsche Nationalmannschaft hat gesehen, wie schwer das ist. Oder auswärts in Polen, auswärts in Wales. Also das sind schon Mannschaften, die heimstark sind. Wenn du Losglück hast, spielst du dann wahrscheinlich in Istanbul, vermute ich einfach mal. Und da ist die Türkei meiner Meinung nach gegen alle diese Mannschaften Favorit. Also die Türkei muss einmal quasi Glück haben, einmal Losglück, dass das zweite Spiel in der Türkei stattfindet. Und dann, glaube ich, hat Arda Güler und die Türkei gute Karten. So funktioniert es. Erst einmal gegen Top 4 in einem Heimspiel. Danach
Entweder zu Hause oder auswärts gegen den Gewinner aus Top 2 gegen Top 3. Ja, allgemein, wenn man auf die WM schaut, ich zeige euch die bereits qualifizierten Teams und die üblichen Verdächtigen sind natürlich dabei. Spanien, Deutschland, Brasilien, Argentinien, Frankreich. Die Top-Favoriten sind natürlich alle dabei. Aber es gibt auch Länder, die mich überrascht haben. Zum Beispiel Usbekistan ist bei dieser WM. Oder Katar hat sich für eine WM qualifiziert. Bei der letzten waren sie ja Veranstalter und automatisch qualifiziert. Aber auch der Jordan ist dabei. Oder auf der anderen Seite Länder wie Curacao, Panama, Haiti, also wirklich kleine Inseln, die bei der WM sind. Kap Verde ist dabei. Also ich glaube, es wird eine sehr bunte, sehr lustige, sehr musikalische WM. Freut mich enorm, dass solche Länder sich auch qualifiziert haben. Bin ich gespannt. Lasst in den Kommentaren für euch die größte Überraschung bei den WM-Qualifikanten. Und wenn ihr schon mal da seid, schreibt auch, was ihr denkt, wer sich aus Europa noch qualifiziert. Bin ich mal gespannt, was eure Meinung ist. Ja. Also, wie ihr hört, das ist alles rund um die Länderspiele, rund um die WM. Und bevor ich mich verabschiede, wollte ich euch noch 2 Schnipsel zeigen aus einem Interview, das Franco Mastantuono gegeben hat. Der 18-jährige Argentinier, der gerade mal seit 3-4 Monaten bei Real Madrid ist und, naja, vielleicht noch nicht den Fußball gespielt hat, oder mit Sicherheit noch nicht den Fußball gespielt hat, den wir uns alle erhofft haben. Ja, und er wurde dazu natürlich auch gefragt, ob das schon sein Maximum ist, ob das der beste Franco Mastantuono ist. Und hören wir uns da erstmal die Antwort des jungen Argentiniers an. Dass du dir bewusst bist, dass Mastantuono noch Luft nach oben hat, oder? Dass man seine beste Version noch nicht gesehen hat, oder? Und du bist sehr selbstkritisch, nicht wahr? Ja, mir ist klar, dass meine beste Version noch nicht da ist. Ich hatte eine sehr gute Zeit bei River, die mich, nun ja, heute hierher gebracht hat, aber ich weiß, dass ich mein Limit noch nicht erreicht habe oder so. Ich werde mich nicht mit dem zufrieden geben, was ich bisher erreicht habe. Ich werde weiterarbeiten und mich verbessern, um ganz oben mitspielen zu können. Und ich glaube, das ist mein Ziel, mich lange Zeit an der Spitze zu halten bei einem Verein, der der größte der Welt ist, bei Real Madrid. Dass ich heute mit 18 Jahren die Chance habe, hier zu sein. Und ich glaube, ich möchte, dass das lange so bleibt und ich meiner besten Version immer näher komme. Ja, und Franco Mastantuono, wenn man sieht, wie heutzutage 18-Jährige sind. Ja, und ich habe extra noch nicht diese private Feier in der Disco von dem berühmten anderen 18-Jährigen erwähnt, weil ich der Meinung bin, das Privatleben von so Fußballern geht mich wenig an, wenn sie nicht gerade mit 18 zum 18. Geburtstag Zwerge einladen und Frauen der Nacht. Also ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also das war dann schon eine krasse Nachricht, fand ich. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sieht, wie sich andere benehmen, wie reif ein Franco Mastantuono ist. Ich glaube, er hat die Mentalität, sich bei Real Madrid durchsetzen zu können. Du musst ein harter, seriöser Arbeiter sein. Und ich glaube, wenn man ihn reden hört, dann kriegt man das Gefühl, dass der das in sich hat. Er selber sagt auch ganz klar, natürlich habe ich mein Dach noch lange nicht erreicht. Ich hatte eine gute Phase bei River Plate, aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben. Ich möchte mich langfristig beim besten Verein der Welt durchsetzen, bei Real Madrid. Ja, und damit er das macht, muss sich seine Leistung deutlich steigern. Trotz alledem, wenn ich sehe, wie ein Kylian Mbappé die letzte Saison, die ersten 3-4 Monate gespielt hat, finde ich auch, dass wir mit unseren Erwartungen für einen Franco Mastantuono vielleicht etwas zu hoch angesetzt haben. Lasst den Jungen erstmal in Ruhe ankommen und er wird auch seine guten Phasen bei Madrid haben. Und lasst uns hoffen, dass die guten Phasen so hoch sind, wie die ganzen Experten von Real Madrid denken. Ja, ob diese guten Phasen so hoch sind wie die von Lamine Yamal, das wurde er auch gefragt. Er wurde nämlich gefragt, wer ist eigentlich besser? Du oder Lamine Yamal? Hören wir mal auf die Antwort des jungen Argentiniers. Viele haben ja immer Cristiano und Messi verglichen. Und schau mal, ihr fangt gerade erst an und hier in Spanien haben wir so eine Sehnsucht danach, dass Stars wie du, wie Lamine aufsteigen. Und viele sagen, schau, die Ära von Cristiano und Messi geht zu Ende und wer weiß, ob das nächste Jahrzehnt ein Duell wird. Lamine als Anführer von Barca, Mastantuono als Anführer von Madrid. Ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Ehrlich gesagt mag ich Vergleiche nicht, aber gut. Es ist immer schön, Rivalen auf dem Niveau von Lamine, von Barcelona, von Spanien zu haben.
Ich glaube, das motiviert einen, noch besser zu werden und hoffentlich bleibt das lange so, bis meine Karriere vorbei ist. Wer ist besser, Lamine oder Mastantuono? Heute, Ja? heute Lamine. Er zeigt wirklich ein unglaubliches Niveau. Das hat er schon bewiesen. Und er ist gerade in einer unglaublichen Form. Aber gut. Ich bin ja gerade erst bei Madrid angekommen. Ich bin in einer Eingewöhnungsphase, die schnell gehen wird. Hoffentlich geht sie schnell. Und dann kann ich diesen europäischen Rhythmus und diesen Rhythmus von Klar. Real Madrid aufnehmen. Und hoffentlich wird das eine sehr lange Geschichte, die man erzählen kann mit vielen Spielen wie dem letzten, das wir gesehen haben. Das war wirklich, wirklich unglaublich. Ja, und ich habe so das Gefühl, wenn man andersrum gefragt hätte, hätten wir nicht die gleiche Antwort bekommen oder ein bisschen anders wäre die Antwort gelaufen, ein bisschen arroganter und wie man ist. Ja, natürlich ist Lamine Yamal Stand heute eine ganze Liga besser als Franco Mastantuono. Wäre auch lächerlich, was anderes zu bedeuten. Aber ich finde das auch gut, dass er das einfach so sagen kann, ohne, ja, wie gesagt, andere mit 18 wären noch nicht so reif, das zu sagen. Er weiß ganz genau, aber sein langfristiges Ziel ist, da hinzukommen. Er möchte natürlich, dass das irgendwann das Real Madrid von einem Franco Mastantuono wird. Wenn es nach mir geht, gerne entwickel dich so weit, dass wir das irgendwann mal sagen können. Stand jetzt sind wir noch meilenweit davon entfernt. Das sieht auch ein Franco Mastantuono so. Also, mir gefällt der Junge. Er hat die Füße am Boden, ist nicht hochnäsig, nicht arrogant, ganz ruhig, ganz ruhiger, seriöser Typ. Ich glaube, er hat die Voraussetzungen, um es bei Real Madrid zu packen. Und ich hoffe, dass sein berühmtes Dach ganz, ganz weit oben ist. Ja, was ich hoffe, was ganz, ganz, ganz weit oben ist, ist irgendwann auch die Follower auf diesem Kanal. Wenn du mich dabei unterstützen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Wenn du noch kein Follow dagelassen hast, mach das. So unterstützt du diesen Kanal am besten. Du kannst natürlich aber auch gerne ein Like auf diesem Video lassen, einen Kommentar da lassen, teilen. Das Übliche bei YouTube. Hypen, hypen, hypen. Damit hilfst du mir enorm. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Hola,